diese Wasserelement, wie wichtig ist das für die Aktivierung dieses Avatar-Zustands? Ich würde sagen, es kommt ganz auf den Avatar drauf an. Das kommt ganz darauf an, auf das Individuum, mit welchen Elementen das Individuum am meisten verbunden ist. Und bei mir ist es Wasser, weshalb Wasser für mich extrem aktivierend ist. Und besonders arbeite ich in verschiedenen Grids. Grids sind Netzwerke, sind Energiebahnen auf dieser Erde, mit denen ich sehr, sehr viel arbeite. Unter anderem Luftgrids, Wassergrids, Erdgrids. Letzten Endes, Wassergrids für mich sind das ätherische Grid. Also wenn ich zum Beispiel mit dem Bewusstsein, mit dem simplen Bewusstsein arbeite, zum Beispiel telepathisch oder mit dem Mentalkörper, mit Gedanken, arbeite ich nicht im Luftgrid, nicht im Earth Grid, sondern im Wassergrid. Weil letzten Endes Wasser die Verkörperung aus meiner Perspektive aus dem ätherischen Feld ist und das Kommunikationsfeld explizit, weil Wasser kommuniziert und Wasser speichert. Und es gibt, gerade wenn man sich diese Wasserforschung von Emoto anschaut, super, super viele Beispiele, dass Wasser wirklich sich alles merkt. Zum Beispiel platziere ich Wasser auf einer Blume und dann friere ich das Wasser direkt ein. Dann formt sich die Blume in dem Wasser, das Bild, was das Wasser das letzte Mal gesehen hat. Also ist Wasser auch Kommunikation. Und das ist genau deshalb, weshalb ich, wenn ich zum Beispiel mit Wassergrids arbeite, ich über das telepathische Feld arbeite. Besser gesagt, das telepathische Feld zum Beispiel, weil es ein Informationsfeld ist mit Wasser verbunden. Und auch ein Grund übrigens, warum ich nicht sehr gerne auf Seereise bin. Besser gesagt, warum ich zum Beispiel auf Fähren oder auf Kreuzfahrtschiffen eher weniger gerne bin, weil dieses Wasser mich so stark aktiviert, dass ich teilweise viel zu viel mitbekomme. Ich viel zu viel höre, viel zu viel fühle und dann teilweise sage, okay, das machen wir nur, wenn es sein muss. Das heißt, Kreuzfahrt ist für mich zum Beispiel keine Entspannung, weil ich in dem Wassergrid, in dem Wasser selbst, auf dem Wasser Verstärkung empfinde über die Kommunikation. Was kommuniziert sozusagen, wird verstärkt für mich und damit natürlich auch die Fähigkeit der Quantenkommunikation. Ja. Also in einer gewissen Art und Weise ist ja nicht nur so, dass hier es auf das Individuum ankommt, was letzten Endes welches Element das Individuum aktiviert, weil wir haben ja alle Elemente in uns, aber zum Beispiel aktiviert mich deutlich mehr das Wasser, als jetzt zum Beispiel mich die Luft aktiviert am Ende. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass die Elemente in der Aktivierung sich wie gegenseitig freischalten. Zum Beispiel auch bei der Arbeit mit Telepathie oder auch dann daraus folgend Telekinese kommt ja dann auch irgendwann die Arbeit mit Wind, mit Luft. Aber es baut auf meiner persönlichen Perspektive auf dem Wassergrid auf der Wasserenergie auf. Aber bei jemand anderen, der zum Beispiel mehr die Tendenz hat, das Feuerelement zu verkörpern als das Wasserelement, tut sich vielleicht leichter, dass dass erst das Feuerelement aktiviert wird, bevor dann die Kommunikation und das Wasser aktiviert Mhm. wird. Feueremotionen also in dem Fall. Mhm. Mhm. Ja, so je Ja, so je nachdem, nachdem. ich habe immer noch diese Echo. Ich Verstehst mach du? mal meins auf, wenn du sprichst, mache ich mein Mikrofon Okay, aus. versuchen wir. Okay. Ja, es ist lustig. Ja, danke dir, liebe Lia. Ich sag's dir, es hängt mit deiner Energie zusammen. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, also ich habe auch in meinen Recherchen immer bin ich über diese Information gestoßen, dass also bei den meisten Menschen so zwei Elemente also auf einmal aktiviert sind. Natürlich, so wie du sagst, also ich kann sehr, sehr gut in Resonanz gehen, dass wir ein Lieblingselement haben, insofern, dass wir über dieses Element mehr kommunizieren oder Informationen bekommen oder wir können uns besser verbinden. Und es ist lustig, bei mir ist das Wasser und Feuer. Ich habe das als Kind schon gewusst und ja, ich habe mir gedacht, wie passt das zusammen? Aber es passt zusammen, aber Wasser natürlich primordial. Und was ich so noch gelesen habe, also in meiner Recherche und in Vorbereitung auf heute am Abend, war dass das Wasser irgendwie ist so das einzige Element, was Teil von all die anderen Elemente ist. Also es gibt ein bisschen Wasser im Feuer, ein bisschen Wasser in Erde. Also überall ist ein bisschen Wasser. Insofern kann man schon sagen, dass das Wasser das Ganze irgendwie verbindet, miteinander verbindet.
Was würdest du sagen dazu? Auf jeden Fall, ja. Also das Wasser letzten Endes, wenn man betrachtet, dass wir alle letzten Endes ätherische Wesen sind und dass das Quantum selbst über Frequenz kommuniziert, dass alles letzten Endes Klang ist und ich mit Klang alles bestimmen kann. Klang ist zuerst da, bevor irgendwas anderes da ist. Klang formt letzten Endes, ich muss mal kurz meine Einstellungen prüfen. Das ist echt lustig. So, ja, jetzt. Letzten Endes es ist ja so, dass Frequenz erstmal alles andere formt. Frequenz formt Wasser, Frequenz formt Erde, Frequenz formt Luft, Frequenz formt Feuer. Und wenn die Frequenz zum Beispiel nicht stimmt, dann kann ich, oder die richtige Frequenz ist, kann ich Feuer verstärken oder kann ich Feuer verringern. Ich kann aber auch mit der richtigen Frequenz zum Beispiel Wasser frieren lassen oder Wasser kondensieren. Es ist letzten Endes es ist so, dass alles in allererster Linie Klang ist. Und deswegen würde ich eher sagen, dass Klang in allem ist, was ist. Weshalb auch Klang letzten Endes die Elemente formt. Und wenn ich alle Elemente beherrschen will, muss ich Frequenz beherrschen. Mhm. Das ist meine Perspektive. Und es gibt verschiedene Portale, durch die das Bewusstsein immer geht, mit der das Bewusstsein kodiert ist. Und wenn das Bewusstsein zum Beispiel durch das Portal Feuer kodiert ist, kann es leichter mit dem Element Feuer arbeiten, als es mit dem Element zum Beispiel Erde, Luft oder Wasser arbeiten könnte. Aber am Ende ist es so, dass wir alles letzten Endes verkörpern in uns und es darum geht, dass wir verstehen, dass es gar nicht darum geht, nur Feuer, nur Wasser, nur Erde oder zu versuchen, durch die Elemente zu gehen, sondern ich würde diese ganze Arbeit ein bisschen abkürzen und versuchen, eher in Klang zu gehen, eher in Frequenz zu gehen und über Frequenz zu arbeiten, weil das ist schlussendlich das, was ich tue. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass zum Beispiel Wasser mich so stark aktiviert, dass einfach der Kommunikationskanal, das, was ich in mir am allerstärksten aktiv habe, in meinem Human Design ist zum Beispiel alles komplett leer, kein einziges definiertes Zentrum außer Energie. Und ich produziere unglaublich viel Energie. Und dann noch dieser Kommunikationskanal zu sein, der permanent Energien kommuniziert, auch zurückkommuniziert, kanalisiert. In dem Moment, wenn dann das Element Wasser mich aktiviert, ist es für mich zum Beispiel fast nicht mehr möglich, klar zu bleiben. Also auf der anderen Seite, wenn jemand zum Beispiel im Feuer ist, fühlt er sich vielleicht erstmal gut bestärkt in dem Element Feuer und das kann helfen, die Potenziale zu aktivieren. Wenn diese aber aktiviert sind, kann es sein, dass es eher einfacher ist, das Element nur noch zu nutzen, wenn ich einen weiteren Boost brauche. So.